Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robot und Kommandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten ihr schaut euch das erste Video an. Da habt ihr eine genaue Beschreibung, was ich hier mache, worum es geht, etc. etc. Wir haben immer den Robot von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit welchem Druck gehe ich denn nachher am Robot runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ganz wichtig, das hier sind keine Kaffee-Kritik-Videos, das heißt, ich möchte nicht sagen, ob ein Kaffee gut oder schlecht ist. Mein heutiger Kandidat ist die Espresso Blend vom Black Mountain Roast aus Wales und zwar aus der Stadt Hay-on-Wye. Ich verfolge einen Award, der heißt Great Taste Award. Die haben da die letzten Jahre immer wieder gewonnen und eben vor allem mit der Espresso Blend. Sie rösten in kleinen Batches, okay, damit sind sie nicht allein auf der Welt. Sie beziehen ihren Kaffee über Falcon Coffees. Ich habe da jetzt nicht großartig weiter im Internet recherchiert, aber die dürften da in der Thematik Fairtrade, in der Thematik Kaffee auch ethisch weiter zu verfolgen und sehr genau zu sein, da dürften sie richtig gut sein, Falcon Coffees. Soweit einmal zu Black Mountain Roast. Kommen wir zum Kaffee. 66% des Kaffees kommen aus Brasilien und 34% des Kaffees kommen aus Ruanda. Ich habe Black Mountain Roast per E-Mail geschrieben, ob sie mir ein bisschen mehr Info zum Kaffee schicken können, weil auf der Packung selber steht jetzt nicht ultra viel drauf. Sie schreiben als einer der wenigen, dass er eigentlich für die Espressomaschine gedacht ist und für nichts anderes. Sie schreiben dann noch drauf, ja, für den Mokka-Kocher kann man ihn auch gut verwenden, aber er ist für die Espressomaschine gedacht und das finde ich cool, weil viele andere Kaffeefirmen schreiben halt drauf, er ist für alles. Mir ist es allerdings lieber, er ist auf einen spezialisiert. Ja, es steht oben, dass er Award gewinnt, es steht so ein bisschen was über sich selber drauf. Aber es ist, wie gesagt, es steht relativ wenig über den Kaffee oben. Die haben mir so super zurückgeschrieben, muss ich echt sagen. Also die haben mir ein bisschen was selber geschrieben und sie haben mir angehängt, und ich habe das hier liegen, die Auszüge zum Kaffee. Und da steht so viel drauf, das ist wirklich cool. Also ich möchte jetzt gar nicht zu stark ins Detail gehen, weil das sprengt ein bisschen den Rahmen. Es geht so weit, dass ich hier genau sehe, von welchem Lot der Kaffee kommt. Inklusive Beschreibung dieses Lots, dieser Familie, die dieses Lot betreibt. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken, das ist wirklich cool und sehr detailliert. So ein bisschen zusammengefasst. Auf der Packung schreiben sie nur, es ist ein brasilianischer Kaffee drinnen, der kommt von einer Award-winning Farm und es ist ein Kaffee aus Ruanda drinnen, der das Ganze abrundet mit dunkler Kirsche und Schokolade und das Ganze samtig machen soll. Dann auf diesen Informationszetteln, die sie mir zugeschickt haben, steht jetzt oben der brasilianische Kaffee, Kapscore von 84, Yellow Bourbon, Natural, Zwetschge, Vanille, dunkle Schokolade, Cashew. Der aus Ruanda hat einen Kapscore von 86, Zwetschge auch wieder, Apfel und Gewürze, wobei Gewürze, ich gehe davon aus, es soll so Kuchengewürz sein. Kaugummi, Zitrus, süß mit einer runden Struktur. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil auf der Packung steht die dunkle Schokolade quasi bei dem aus Ruanda dabei, der aber eigentlich in dem Fall bei dem aus Brasilien ist. Ist es wahrscheinlich eher so, dass er eben nach Zwetschge schmeckt, dass er die dunkle Schokolade hat und dass er leichte Zitrussäuren drinnen hat. Also im Gegensatz zu dem, was eigentlich auf der Packung steht, also dunkle Kirsche und Schokolade. Der brasilianische kommt von der Bandeira Branca Cafeína, ist sicher falsch ausgesprochen. Ruanda kommt vom Carambi Lot 253. Also es geht wirklich sehr ins Detail. Was mir persönlich wichtig ist, und zwar bei jedem Kaffee, ist ein Aromaverschluss. Verpackungsdesign sehr schlicht, gefällt mir auch gut. Und was mir am allerbesten gefällt, ist, er hat ein dezidiertes Röstdatum drauf. Das ist nicht so gang und gäbe. Und geht wahrscheinlich bei diesem Kaffee deswegen besonders gut, weil er in ganz kleinen Batches nur geröstet wird. Also er riecht schon beim Aufmachen relativ röstig und danach gleich mal wirklich so zitronig. Und ich würde schon sagen, auch wenn man das, oder ich es nicht erwartet hätte, dass der relativ dunkel geröstet ist. Sehr kleine Bohnen. Sehr, sehr kleine Bohnen. Was man vielleicht ganz kurz noch zur Website sagen könnte von Black Mountain Roast, man hat irgendwie Home, Coffee und No irgendwas, wo man draufklicken kann. Sie schreiben auch nicht so ultra viel auf die Homepage, also das könnte man wirklich noch, finde ich, viel genauer, gerade da, wo sie doch so viel Wert drauf legen, auf Nachverfolgbarkeit und Ethik und etc. Da ist ein bisschen Nachholbedarf, muss ich sagen.
Ob das, was auf der Packung oben steht, stimmt oder ob das stimmt, was ich da hier auf den Zetteln oben habe, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, mach mal einen Kaffee. Er hat wirklich starke Röstaromen. Das kann jetzt einerseits natürlich am Rösten selber liegen. Was ich aber vielmehr glaube, ist, dass das wirklich schon in der Bohne drinnen ist, auch ein bisschen. Ja? Also nicht so unangenehm oder so, wie wenn ihr einen totgerösteten Kaffee hättet. Ja? Das gar nicht. Aber er hat wirklich sehr, sehr starke Röstaromen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass dieser Kaffee sehr, sehr kräftig schmeckt. Also ich würde fast empfehlen, hier einen etwas längeren Bezug zu machen. Habe ich auch gemacht, kann man aber durchaus noch länger machen, als ich ihn gemacht habe. Und was ich finde, und das widerspiegelt auch wieder den Geruch, den man beim Packung aufmachen hat, er hat eine doch ausgeprägte Zitrusnote dann im Abgang. Was ich überhaupt nicht finde, ist das Schokoladige. Das empfinde ich gar nicht. Das haben sie zwar auf der Packung, aber das finde ich nicht. Kirsche habe ich jetzt auch so weit gesucht. Finde vielmehr, dass es mit dem da hier besser übereinstimmt, auch wenn da jetzt unglaublich viel draufsteht an Geschmacksnuancen. Diese Zwetschge, ja, das verbinde ich auch dann irgendwo mit den Röstaromen und mit dem Rauchigen. Er ist nicht ultra süß, also ich würde es eher mit einer Zwetschge vergleichen, die noch nicht komplett reif ist, wo aber dann auch schon wieder dieses Zitrusartige vielleicht ein bisschen vorkommt. Ja? Also Beschreibung, vielleicht ist es auch bewusst nicht komplett ausdetailliert auf der Packung, was sie sich dabei gedacht haben. Wichtig ist, er funktioniert relativ gut am Robot. Den ersten Shot, den ich gemacht habe, der war mehr oder weniger perfekt, muss ich sagen. Wobei, ja, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Ist ein toller Kaffee, brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten. Aber, großes Aber, er hat, finde ich, einen relativ starken Verfall. Soll heißen, ihr macht ihn auf, macht euch eine Tasse, super, und ihr macht es eine Woche später und ihr merkt ganz eindeutig, dass er nicht mehr so gut funktioniert wie vor 7 Tagen. Das ist schon klar prinzipiell, dass Kaffee einen gewissen Verfall hat. Mir ist es nur da sehr stark aufgefallen. Also wo sich andere Kaffees viel länger halten, hält der sich nicht so lang. Das heißt, da müsst ihr vielleicht, was ihn auch wieder vielleicht ein bisschen schwieriger macht, ein bisschen dagegen arbeiten. Ich habe mir für mich persönlich die 500 Gramm bestellt. Ich würde aber jedem empfehlen, sich nicht die 500 zu nehmen, sondern die 250, damit ihr immer frisch aufmachen könnt. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber es macht bei dem Kaffee wirklich viel Sinn. Das Ganze ist ein 100% Arabica-Kaffee übrigens. Ich habe wieder meine 18 Gramm Kaffee und in dem Fall habe ich 65 Gramm Wasser. Ihr könnt wahrscheinlich beim Wasser noch ein bisschen mehr nehmen, weil ich doch das Gefühl habe, dass er relativ stark ist. Auf der Kommandante habe ich 7 Klicks. Ihr könnt auf der Kommandante prinzipiell auch 6 Klicks machen. Dann nimmt der Kaffee, glaube ich, auch quasi zieht er mehr Wasser an und ihr löst prinzipiell mehr Koffein auf. Also mir wäre er zu stark mit 6 Klicks, mir waren 7 lieber. Ihr könnt aber auch auf 6 Klicks gehen. Funktioniert genauso super. Dann mache ich 5 Sekunden Pre-Infusion. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es da irgendwie mehr braucht. Ihr könnt es sogar weniger machen, vielleicht könnt ihr es auch gleich durchdrücken. Wenn ihr den feiner macht, mit 6 Kicks, würde ich zumindest mit 7 Bar durchgehen. Also das hat eigentlich gut funktioniert. Also ich bin dann wirklich so zwischen 5,5 und 6 Bar gewesen. Hat, wie gesagt, hat sehr starke Röstaromen. Der hat eine Zitrusnote hinten raus, das heißt, er bleibt trotzdem relativ frisch, ist meines Erachtens von der Struktur her
wirklich komplex. Also da haben sie sich schon was dabei gedacht. Die Espresso Blend von Black Mountain Roast bekommt ihr, so ihr nicht in England lebt, im Online-Shop bei ihnen zu kaufen, den ich euch unten in der Beschreibung verlinke, genauso wie den Robot und die C40 für, ich glaube, 6 Pfund pro 250 Gramm. Das entspricht ca. 6,50 Euro. Und das war's zur Espresso Blend von Black Mountain Roast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr euch das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. Jetzt würde mich interessieren, wie tut ihr euch mit den vielen Jump Cuts? Ich habe da schon Kritik dazu bekommen, dass das anscheinend nicht so lässig ist. Muss aber zu meiner Verteidigung gestehen, diese Videos, die ihr hier seht, sind oft im Dreh circa eine Stunde lang. Also ich kürze da sehr, sehr viel raus, weil es wäre viel zu viel Information. Und ich habe prinzipiell das Feedback, dass sie immer noch zu lang sind. Gebt mir mal Bescheid, ist es euch lieber, ich mache die Videos noch länger und habe weniger Jump Cuts drinnen und vielleicht sogar mehr Information? Oder ist es euch lieber, ich komprimiere das Ganze noch ein bisschen mehr und gebe euch dafür ein bisschen weniger Info? Wäre es für euch prinzipiell interessant, am Kaffee diese Informationen oben stehen zu haben extra? Zum Beispiel zur Familie, die diesen Kaffee anbaut. Gibt es irgendeinen Kaffee, den ihr gerne mit dem Setup durchgetestet hättet? Schreibt mir das in den Kommentaren, ich lese mir auf jeden Fall alle durch. Ja, und ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer eine gute Mehlspeise. Entweder selbst gemacht oder vom Bäcker eures Vertrauens. Und in diesem Fall heute habe ich mir gedacht, nachdem es schon so schön weihnachtlich ist, Weihnachten ist schon vorbei wahrscheinlich, wenn ich dieses Video übrigens rausbringe. Also machen wir es anders. Macht euch was Gutes dazu. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.